Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Morgen. Grüß dich. Wir sind heute Morgen wieder in einem Jutencamp, aber in einem gottverlassenen Jutencamp. Und zwar sind hier nur 2 Zelte übrig oder 2 Gers in der Provinz Safhan, wo beispielsweise der ehrenwerte Papa von Agi geboren ist. Und ja, also wir sind heute den ganzen Tag und gehen jetzt wandern. Gestern spät am Abend hier angekommen. Wie ich schon sagte, es sind nur 2 Gers übrig. Denn eigentlich ist dieser Jutencamp bereits für die Winterpause geschlossen. Da aber Agi die Besitzer gut kennt, ließ man extra für uns 2 Juten für ein paar Tage stehen. Es gibt hier niemanden außer uns. Ja, versorgen müssen wir uns auch selbst, aber wir haben ja unseren Allround-Talent Mogi, der kochen kann, Feuer machen und so weiter. Und dafür sind wir ihm sehr dankbar. Danke euch auch. Wie geht es euch? Angefangen mit dir, Mogi. Oh, mir geht's ganz gut. Also langsam wird unsere schöne Reise Ende. Aber das leider, also es wird alles mit dem Zeit. Also es wird nach ein paar Tagen Ende sein. Ich werde euch vermissen auf jeden Fall nochmal. Und unser Plan ist, wir werden ein bisschen südlich, ein bisschen Stück, also etwa 40 Kilometer einen Ausflug machen, sogenannte große Felsen. Dadurch inzwischen gibt es ein Loch von den Felsen. Da werden wir besuchen. Also ein Tagesausflug ist das. Und darum ein bisschen wandern. Und dann werden wir zurück, Nachmittag. Und essen wir Nachmittagsessen. Und dann vielleicht, wenn wir Glück haben, können wir eine Pferde von einer Nomadenfamilie ausleihen und ein bisschen reiten. Das ist heute der Plan. Ja, schauen wir mal. Peter? Ja, ich hatte ja gestern bereits erwähnt, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten habe mit der Verdauung und war dann überrascht, hier dieses Plumpsklo zu entdecken, als einzige Möglichkeit, sich zu entledigen. Und ich muss sagen, ich hatte erst richtig Angst, diese Einrichtung zu benutzen. Hab gar nicht schlafen können, fast von geträumt, aber heute Morgen musste ich mich dann überwinden. Und ja, ich habe festgestellt, dass letztendlich dieses Plumpsklo eigentlich eine bessere und effizientere Toilettenpapiernutzung ermöglicht. Es liegt wohl daran, dass man im Sitzen eine wesentlich andere Stellung einnimmt und so halt eben die Fäkalien weniger Rückstände hinterlassen am Körper. Und insofern glaube ich, habe ich jetzt diese Angst überwunden, ein für alle Mal in meinem Leben und kann jetzt auch zum Survival-Man werden. Cool, eine sehr interessante wissenschaftliche Entdeckung. So auf der Forschungsreise würde ich so mal sagen, ne? Durchaus einer der, würde ich mal sagen, Schlüsselereignisse und Schlüsselergebnisse dieser Reise bis jetzt. Es gibt natürlich viele andere. Vielleicht aber noch ein Wort zu gestern. Wir hatten gestern auf unserer Reise hier ja wirklich eine Staccato von Eindrücken. Ja, Wüste, Wasser, Meer, Dorfleben. Es war echt beeindruckend, auch erschwerlich die Reise, aber die Eindrücke haben, denke ich, alles ausgeglichen und überkompensiert. Toll. Agi? Ja, wie gesagt, aber mir geht es auch sehr gut wie der anderen. Aber ich freue mich auf die Landschaft. Aber eigentlich ich bin so oft hier, aber trotzdem, ich freue mich wieder auf hier zu sein. Ne? Und ja, es ist traumhaft. Das ist übrigens auch meine Wurzel, Land oder Ort, Heimat, wo es mein Papa geboren ist. Und ja, es ist zu sagen, aber gestern hatten wir auch ein bisschen lange Fahrt und ich musste als Fahrer auch 2 Sanddüne überqueren, aber einer ist es kurz ein bisschen so stehen geblieben, aber Gott sei Dank, wir haben das schon gut hingekriegt als gemeinsames Team. Und ja, deswegen sind wir gestern ein bisschen später Abend angekommen und dafür haben wir hier eine sehr, sehr schöne Landschaft. Und wir gehen jetzt gleich auf diesen Hügel, heißt der Sinjit Tokyo. Und wir sind diese Camp, direkt hinter uns steht auch dieser Ulakchen Harnor. Und es ist eine Süßwassersee, ne? Und danach später fahren wir auch zu diesem Sinjit Tokyo. Und das ist ungefähr 1 Stunde Fahrt und dann
Etwa von den unteren Kante ist es etwa 2200 Meter und dann bis zum oben ist es 2600 Meter. Und das, nach meiner Schätzung, dass die Wanderung wird 2 bis 3 Stunden sein. Ich meine, bis zum diesen Spitze anzukommen und da vielleicht machen wir Pause und danach kommen wir wieder runter ins Auto. Und dann werden wir später Nachmittag so gegen 3 oder 4 Uhr wieder am Camp sein und wenn wir noch Zeit haben, wir können auch hier am See ein bisschen so spazieren gehen und auch ein bisschen Landschaft anschauen. Und, Ja. Ja. Wir freuen uns auf den Tag und nochmal Respekt für die gestrige Fahrt, Agi. Tolle Fahrleistung, ne? Durch die Sanddüne. Okay, und als letzter darfst du mit den Fingern schnipseln. Ich habe eine halbe Flasche. Schöner Hügel. Allerdings laufen wir nicht ihn, sondern den gegenüber hoch. Zum großen Felsen, wo laut Mogi Dadurch inzwischen gibt es ein Loch von den Felsen. Agi war wohl mehrere Male da oben und will bei seinem Auto bleiben. Auch aus der Befürchtung, dass aus dem Auto etwas entnommen werden könnte. Und ich dachte, den Leuten auf dem Land sei zu trauen. Peter ist erkältet. Vielleicht sollten wir nicht so schnell laufen. Nö, ich nehme meine Zeit. Wir können schnell laufen. Irgendwie komme ich hoch. Jedenfalls laufe ich nur auf 70%. Was ungefähr dann insgesamt, wenn man das mal addiert und multipliziert, nur 49% von eurer Leistungsfähigkeit darstellt. Aber im Normalzustand bin ich ja auch nur 70% von dem, was du läufst, Alex. Sogar so eine große Treppe kann ich springen. Und Treppen gibt es so Treppen, diese Griffe, ja. Da habe ich auch gemacht. Mogi hat in seiner Jugend Parkour gemacht. Jetzt hört euch mal die Ohren an. Senji Tsuhyo kann man als durchbohrter Felsen übersetzen. Und in der Tat, dieser beeindruckende Felsenbogen entstand dadurch, dass der starke Wind, der von Süden kommt, besonders aus der Wüste Gobi, sich durch den Felsen regelrecht durchgebohrt hat. Senbei now. Was sagst du, Alex? Was ich habe? Ja, was sagst du? Super. Top-Gegend, also sehr schöne Felsen. Aber die sind nicht so ganz brav. Ja, das sehe ich.
So, wie war's? Schön. Anstrengend. Ja, so ein bisschen durch. Ich leg mich erstmal ab. Hast du deine Augen gewaschen? Ja. Ja, Ich kann nicht so einfach so sitzen bleiben. Wenn es Gelegenheit da ist und Es glänzt ja förmlich. Es glänzt ja förmlich. Sein Mittag, Abendessen. Das ist eigentlich Mittagessen. Wir können anfangen, ja. Danke dir. Okay, dann. Guten Appetit. Danke, danke. Mahlzeit. Ich meine, die Mäuse wollen ja auch was essen, gell? Das ist gar nicht so schlecht. Wir können ja dir direkt eine Spur legen ins Bett. Du hast was zum Kuscheln heute Abend im Bett. Eine kleine Maus. gab es bei euch nicht. Im Zimmer, in eurem Zimmer gab es nicht. Doch, doch. Alex' Tasche wurde angeknabbert. Nee, ich meine in der Nacht. In der Nacht nicht, aber in unserer Abwesenheit. Okay, das war zu kalt wahrscheinlich. Aber jetzt in unserer Abwesenheit, heute Morgen, heute Mittag. Schon erstaunlich, dass die Viecher Trockenfrüchte riechen. Durch eine Vakuumverpackung durch. Aha. Starker Nase, ne? Also meine ist nicht so stark, ne? Ja, meine ist gerade gar nicht. Schon überhaupt nicht. Also gehen wir erstmal auf die Halbinsel und dann versuchen wir nochmal entgegen der Düne zu laufen. Wir beschließen, eine Wanderung entlang des Seeufers bis zur Sanddüne zu machen. Agi bleibt, da er sich wieder um sein Fahrzeug kümmern muss. Ich habe das ist heute ist es was gehört, deswegen ich habe heute nicht so Vormittag nicht so mitgelaufen, weil ich wollte auch das Auto checken. Okay. Da habe ich entdeckt, dass diese Balancierungsstange ist gebrochen ist. Der Stabilisator. Ja, der Stabilisator, genau. Das, Stabi. ja, das ist gebrochen und deswegen ich werde jetzt das gleich abmontieren. Und das sind die hinteren, aber es gibt nicht vorderen und hinteren, ne? Aber es ist eine hinteren ist gebrochen. Ja. Genau, ziemlich in der Mitte. Ist, Dann leg mal deine heißen Hände auf und schweiß die Stange. machst du mal erst mal vor und dann kann ich ja. Dann sehen wir uns gleich morgen, ne? Ich muss meine Füße warten oder so. Ich mach meine Badesache.
Mongolen sagen, dieses Geräusch von der Welle reinigt sich deine Seele. Das ist auch gut für geistig kranke Leute. Für Geisteskranke. Ja, genau. Ja, ja, das ist ein bisschen Entspannung eigentlich. Präpariert für die Tiger. Das machst du zum ersten Mal, oder? Ich mach das zum ersten Mal. Sauber. Den habe ich aber nicht erwischt. Ja, man muss sich die Sachen einfach nur zutrauen, nicht? Ist genauso wie mit dem Die Plumpsklo. Leute immer sagen, man kann es nicht. Dann kann man es auch nicht. Dann lässt man die anderen einfach arbeiten, nicht? Versuch ein dickeres diesmal. Das da. Lass mich das probieren. Ich habe vorher abgebremst. Soll ich mal halten? Ja. Na gut, ich probier's mal. Wow! Super. Super, Alex. Ein bisschen gefährlich, ne? Wenn es auf dich fliegt. In die Augen insbesondere. So, Super. finita. Hast du schon den Mikro an? Ja. Oder läuft es noch schon? Der Mikro ist, der Mic ist an. Es läuft alles. So, dann. Ja, ich stelle mal einen Witz. Halte bitte unten. Ja. So, ne? Ja, wie gesagt, ich bin der Mann, der Witze erzählt. Es geht diesmal wieder um eine Russe und eine Mongole und eine Chinese. Es gibt viele Witze über diese drei Personen, also ja, verschiedene Länder. Ja, und eine Russe und ein Mongole und ein Chinese, die drei möchten einen Diebstahl machen, ja. Und die wollten eine Laden ausrauben, also ja. Und ja, die haben schon angefangen und das erste Mal haben die eine Mongole hatte eine große Wassermelone geklaut und eine Russe eine Apfel und ein Chinese hat eine Rosine geklaut, ja, also gestohlen. Und dann haben die plötzlich mit dem Polizisten erwischt. Und der Polizisten wollten die bestrafen, ja. Und dann hatten die gesagt, ihr sollt mit diesem Essen 7 Tage ernähren, ja. Und dann 7 Tage gedauert. Ja. Und erst einmal die Chinesen, die Rosine haben, meine Stück, ja. Die ist fast verhungert, fast tot, also, ja. Und der Russe war, sehr Hunger gehabt, aber trotzdem lebt, also. Und der Mongole, der ist so genug essen und so, ja. Er hat keine Hunger gelitten. Und ja, ein zweites Mal, die sind schon befreit von der Bestrafung und so, ja. Und wollen die nochmal einen Diebstahl machen, ja. Und dann, die Chinesen sind ja schlau geworden jetzt, ja. Und die Chinesen klauen jetzt große Wassermelonen. Und Russen bleibt immer neutral. Russen klaut wie immer die Apfel. Und Mongolen haben diese Rosine geklaut, ja, kleines Stück. Und dann wieder, die haben unglücklicherweise mit den Polizisten getroffen. Und dieses Mal, die Polizisten wollen nicht strafen. Ihr sollte, was die gestohlen haben, die Sachen, sollt ihr eure hinter stecken, ja. Ihr Po stecken, ja. Erst einmal, die Mongolen war sehr einfach, tschupp, rein, also, ja. Und die Russen, sehr Schwierigkeiten gehabt, ich habe Schmerzen und so. Und dann am Ende Chinesen, die mochten die große Wassermelone reintun. Also, der ist explodiert und beide Seiten und der ist tot. Ja, ein sehr, sehr
Optimistischer Witz, ne? Genau, ja. Ja, ich habe festgestellt, dass letztendlich dieses Brooms-Klo eigentlich eine bessere und effizientere Toilettenpapiernutzung ermöglicht. Es liegt wohl daran, dass man ja im Sitzen eine wesentlich andere Stellung einnimmt. Tara Gendwart.